Well, I'm not the kind to kiss and tell, but I've been seen with Ein herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Heute werden wir hier die Zugstrecke verlängern. Das heißt, wir werden hier wieder Gefälle einbauen und. Dieses Felsenelement wollte ich ursprünglich machen, habe ich mich aber kurzfristig doch entschlossen. Ich werde hier erstmal die Gleise machen. Und das ist jetzt erstmal das Ziel. Und danach sehen wir ganz gemütlich weiter. Ihr seht, ich habe eine kleine Verletzung, dazu aber gleich noch mehr. So werde ich das Ganze auf jeden Fall erst einmal weiterbauen. Ich finde, es ist eine tolle Sache. Ja, und ihr seht hier, die Verletzung ist wirklich ein 2 cm langer Schnitt. Und jedes Mal, wenn ich mich abstütze oder irgendwie einen Stein nehme, ja, irgendwie kommt das da auch nicht richtig zur Ruhe. Aber egal. So, jetzt geht's hier weiter. Ihr seht, wie ich das gebaut habe, hier mit den Knickelementen, mit den Technikteilen. Oben nochmal ein bisschen auf der Schiene auch hier stützt, sag ich mal, mit dieser 1x2-Plate hier nochmal befestigt, und ja, das ist definitiv stabil genug, und so können wir Stück für Stück hier anschließen und dann kann ich das hier hinten super gut alles einbauen. Ich denke, dass ich das Ganze wahrscheinlich bis hier hinten machen werde, so, ja, vielleicht bis auf die Hälfte, und dann werde ich sehen, wo letztendlich hier Stützen hinkommen, ob nochmal ein Holzgrippe kommt oder das Ganze aus Legosteinen gebaut wird. Element für Element wird hier jetzt eingefügt. Das Ganze werde ich natürlich mit dem Untergrund verbinden. Da habe ich wieder diese Turntables angebracht, und von da aus gehen dann einfach Plates rüber zu den jeweiligen Stützen. Und das ist erstmal eine feine Sache auf jeden Fall so. Was hier meine Verletzung angeht, ja, prickelnd ist das Ganze nicht, gerade weil ich mich hier hinten auch immer noch mit der linken Hand abstützen muss und mit der rechten bauen muss. Aber so ein bisschen muss ich noch dadurch. Jetzt würde ich Folgendes vorschlagen: Nachdem wir jetzt das letzte Element eingefügt haben, werden wir hier erstmal einen schönen Fahrtest machen. Ich habe noch gar keinen gemacht bis jetzt, und das machen wir jetzt. Ich schließe hier den Trafo an, die Kabel alle, und dann werden wir hier erstmal einen schönen Fahrtest machen. Wollen wir doch das Ganze hier einmal testen. Den Trafo habe ich hier schon einmal hingestellt. Netz, alles ist soweit da. Das Kabel, die Schiene von Dietmar, der hat die Kabel von unten direkt angelötet. Somit haben wir diese seitlichen Teile zum Dranklicken nicht mehr. Ja, und das Ganze passt soweit. Huch, da ist mal gerade was abgegangen. Jawohl, alles in Ordnung. Und jetzt geht's los. Ich versuche mal mit der kleinsten Fahrstufe nach oben zu fahren, aber es wird wahrscheinlich nicht reichen. Bergauf ist es auf der kleinsten Stufe nicht möglich, runter, wie ihr seht, kein Problem auf der kleinsten Stufe. Deshalb fahren wir auf Stufe 2 jetzt mal hoch bis oben zum Anschlag. Ja, das hat doch schon mal sehr gut funktioniert. Runter können wir natürlich wieder auf der kleineren Stufe fahren. Das ist überhaupt kein Problem. Tja, bis hierhin war das doch wohl erstmal klasse. Was meint ihr? Ganze nochmal? Ich finde das einfach stark. Wenn die ganze Strecke mal im Berg verschwindet und sich dann selbst kreuzt und untereinander wieder her. Ich glaube, das sieht ihn schon hinterher richtig gut aus. Was meint ihr bis jetzt? Ich glaube, das Gefälle passt erstmal soweit. Das haben wir soweit, würde ich sagen, erstmal alles richtig gemacht. Ja, also top, Daumen hoch, und natürlich das Gefälle auch passend eingebaut. Und jetzt gibt's noch was Besonderes. Ich habe mir hier über Bluebricks von Modbricks diesen Stuntman Truck zukommen lassen. In 8 Noppen Breite, finde ich richtig klasse. Passt jetzt nicht unbedingt in meine Stadt, aber ich denke mal, wer so mit 8 Noppen breiten Fahrzeugen arbeitet, für den ist das richtig klasse geeignet. Ich habe das ganze Ding auch schon fertig gebaut. Finde ich optisch richtig stark gelungen. Auch von vorne sieht er richtig klasse aus. Was es so ein kleines Problemchen hier gab, und zwar die Figuren, die man reinsetzt, die müssen halt ohne Unterteil dort sitzen. Sonst passt das von der Höhe nicht hier gerade mit dem Hut auch. Das passt sonst nicht. Ansonsten müsste man innen halt noch ein bisschen umbauen. Die Klappe hier hinten lässt sich auch öffnen, auch wenn es ein bisschen fragil ist und ein bisschen was abspringt, aber ja, es funktioniert wenigstens. Wenn man das Ganze jetzt noch ein bisschen vielleicht mit Aufklebern versieht etc. pp, glaube ich, haben wir hier schon ein klasse Modell. Sehr solide auf jeden Fall, ziemlich stabil auf jeden Fall, und ich kann es nur empfehlen. Wer 8 Noppen Breite mag, ja, der muss es sich einfach holen. Und nein, für diese Vorstellung bekomme ich nichts. So, und jetzt guckt euch das mal hier schon wieder an. Das kommt schon wieder richtig durch das ganze Abstützen hier mit den Steinen etc. pp. Und deshalb ist für heute Schluss. Absolut Schluss, das reicht. Wir haben top richtig viel geschafft. Und ich würde sagen, den Spaß gönne ich mir jetzt aber noch hier.
Nicht nur, dass es ein Spaß war, denn es hat auch eine gewisse, steckt was dahinter. Denn hier können auf dieser Strecke auch 8 noppenbreite Züge drauf fahren. 8 noppenbreite Loks, kein Problem. Die dürfen nur nicht übermäßig lang sein. Aber was auf diesen Radien fährt, ist definitiv somit machbar. Also nicht nur 6W, auch 8W können hier auf meinen Schienen fahren. Ja, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was ihr heute so davon haltet, mit der Steigung der Schienen und so weiter. Es tut mir leid, dass ich heute nicht großartig hier weitermachen konnte, aber das Ganze muss jetzt erstmal definitiv abheilen, bevor es dann richtig weitergeht. Aber ich denke, für heute war das schon vollkommen okay. So, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Verfasst einen netten Kommentar. Ja, die lese ich immer so gerne. Und aktiviert das Glöckchen, dann verpasst ihr auch nicht, wie es im nächsten Video weitergeht. Ja, und ich möchte gerne in der nächsten Runde grob hier die Zugstrecke im Prinzip verlängern. Wir werden nicht ungefähr die Höhe einhalten, nur zu gucken, wo die Schienen herlaufen, damit ich hinterher sagen kann, okay, hier und da kann ich abstützen, wieder ein Brett drauf machen, aus Lego bauen oder aus Holz, wie auch immer, das muss ich mir dann noch überlegen. Das ist zumindest erstmal so die grobe Überlegung, die ich in der nächsten Runde auf jeden Fall machen möchte und auch machen muss. So mein Ziel. Ja, ich würde sagen, bis nächsten Donnerstag 18:30 Uhr. Also, bis dahin. Tschüss.